Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, das Video, ihr wundert euch wahrscheinlich, kommt ein bisschen früher als sonst, denn es gibt heute geschlagene 2 Videos, die heute online kommen. Und zwar hat das den Grund, dass der Paladin ja heute auch noch erscheinen wird. Einmal um 11 Uhr auf F9 und dann um 14 Uhr auf allen anderen Welten. Das heißt, ihr könnt den Paladin heute bereits jetzt schon ab 14 Uhr auf allen anderen Welten spielen. Überall ist er dann verfügbar und da wird dann heute auch das zweite Video zu folgen. Ich werde den Paladin, sobald er draußen ist, dann auch für euch mal testen. Ich werde dann mal gucken, wie der jetzt so designt ist und wie die Animationen jetzt aussehen. Er sollte ja dann wirklich fertig sein. Im Beta-Server hat man ja schon bereits gesehen, wie die Mechaniken und sowas alles funktionieren, aber designtechnisch, final, animationstechnisch war der ja auch noch nicht fertig gewesen. Und deswegen gehen wir da heute in dem zweiten Video rein. Das erste Video kommt heute, weil wir auf F9 ja jetzt bereits schon den 6.12. haben. Das heißt, auf F9 ist bereits heute schon der Nikolaus. Und am Nikolaus geht... Oh ne, jetzt wollte ich gerade was anderes sagen. Am Nikolaus habe ich, oder hoffe ich mal, dass ihr wirklich alle eure Schuhe ausgezogen habt. Und zwar bei dem Achievement, ja, Nikolaus, da haben wir hier einmal das Achievement, das wäre jetzt auf dem Server F9 schon zu spät, auf allen anderen Servern wirklich, denkt da nochmal dran, um spätestens 23:59 Uhr die Schuhe auszuziehen, damit ihr auch dieses Achievement bekommt und damit über 0 Uhr dann auch das Ganze gut geschrieben bekommt, ansonsten müsst ihr ein Jahr lang warten. Ja, es sind jetzt viele wichtige Termine, die jetzt kurz vor Ende des Jahres stehen, wo ihr sonst sehr lange Zeit warten müsst. Das wäre einmal das Nikolaus-Event hier, das verpasst ihr sonst um ein Jahr. Dann, wenn jetzt Freitag der 13. kommt, denkt daran, Zornox für euch zu sichern. Ansonsten der nächste Freitag, der 13. dauert wahrscheinlich auch relativ lange, bis der mal wieder kommen wird. Das ist Termin Nummer 2 und Ende des Jahres müsst ihr dann auch an Rocky denken, denn dieser kann euch auch nur zu Silvester oder Neujahr begegnen. Ich werde euch nochmal dran erinnern. Ansonsten müsst ihr dort auch wieder ein komplettes Jahr lang warten, bis dieser erscheint. Ja, das erstmal soweit dazu. Genau, und die Belohnung, die es heute im Kalender gab, die war auch tatsächlich sehr cool, vor allem für Free-to-Play-Spieler würde ich sagen. Ich will jetzt noch nicht zu sehr spoilern, ihr werdet es ja dann morgen sehen. Ich hatte heute mal nicht gespoilert gehabt, einfach weil jetzt Nikolaus ist und dann, ne, ich hatte das Fenster schon weggeklickt und deswegen, ja, ist das erstmal so der Fall. Ne? Wenn es gut für Free-to-Play ist, kann man ja schon spekulieren, wofür es gut ist. Das Video heute, warum wir eigentlich jetzt hier 2 Videos aufnehmen, ist, dass wir ja auf F9 jetzt bereits schon Wochenende haben, beziehungsweise, ja, genau, also ne, ein Tag früher ist. Und wir haben ja jetzt die Reichtumsrauferei als Event jetzt tatsächlich auch hier drinne. Und das ist ganz cool und das wollte ich euch eigentlich nur mal zeigen, wie das Ganze aussieht, wie es funktioniert und ja, genau. Gewinne in der Arena werden mit Gold belohnt, wenn der Gegner bis zu 50 Ränge in der Ehrenhalle entfernt ist. Limit von eigener Stufe abhängig, maximal 50 Millionen Gold pro Tag. Und das ist ganz cool, denn wenn man jetzt hier erstmal reinschaut, dann sieht man bereits schon, okay, das ist krass designt auf jeden Fall, sieht sehr cool aus. Ich mache mal die Stadtwache kurz an. Damit man das nochmal ein bisschen besser sieht. Ja, sonst sitzt hier ja der Kollege in der Mitte, jetzt ist er weg. Genau, und so sieht das Ganze aus, wie ich finde, echt cool gemacht auf jeden Fall. Wir haben hier den Wirt, den Barkeeper, der ja, hier so eine schöne Axt auf jeden Fall in seinem Helm hat. Ist auf jeden Fall ganz lustig gemacht, überall die Golddublonen hier rumzulegen, ne? Und ja, man sieht auf jeden Fall, hier war eine Rauferei im Gange für wahrscheinlich Reichtum, ja, und deswegen passt das ganz gut. Und wenn wir jetzt mal in die Ehrenhalle gehen, beziehungsweise können wir auch direkt in die Arena reingehen, weil das Ganze, ja, macht man natürlich in der Arena auch, ne? Da bekommt man halt eben auch das Gold. Wenn wir jetzt einen Gegner besiegen sollten, dann klauen wir ihn wieder sein
Beutegold, ja, ist natürlich auch immer so die Sache. Wir können uns mal sehr gerne gleich einen raussuchen, wo wir jemanden finden, der dann das maximale Gold-Cap pro Kampf hat. Und das ist tatsächlich jetzt mittlerweile auch ein anderes, als es vorher der Fall gewesen ist. Ich glaube vorher, ach Mensch, gar kein Crit rausgehauen. Das ist sehr schade. Achso, und man kann auch wieder übrigens Gold verlieren, ne, das ist ja auch ganz klar. Das heißt, es ist wirklich genauso wie vorher, nur dass eben das maximale Limit pro Tag bei 50 Millionen liegt und nicht bei 100 Millionen. Ne. Oh, ich wollte gerade sagen, den Kampf verlieren wir. Ja, die haben leider alle ihr Gold verskillt. Ich muss mal jemanden suchen, der sein Gold nicht verskillt hat. Und das wäre, glaube ich, der Molak, ja. Kämpfen wir mal gegen Molak. Ich glaube, das ist jemand, der sein Gold nicht verskillt hat. Und wenn wir da mal einfach... gut, sehr gut, haben wir gewonnen. Mal reinschauen, dann sehen wir hier, haben wir 2,9 Millionen Gold gewonnen. Das ist auf jeden Fall mehr, als wir vorher hatten. Ich glaube, das vorherige Beutegold-Limit war... ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Ich glaube bei 2,4 oder so war vorher das Limit, aber das ist jetzt, ich weiß es jetzt schon mittlerweile gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist es jetzt deutlich mehr als vorher. Wir haben hier fast die, ja, ich glaube 2,4. Ja, wir haben hier jetzt fast 3 Millionen, was wir maximal pro Kampf gewinnen können. Das Gold haben wir ihn jetzt quasi aus seinem, ja, Füllstand, aus seinem Goldvorrat geklaut, ne, und haben uns jetzt das selbst gut geschrieben. Ne. Ihr kennt das Prinzip von dem Beutegold halt eben. Ne. Und genau, ich hätte mir tatsächlich sehr, sehr gerne gewünscht, dass es hier irgendwo noch eine Art Anzeige gibt, wann man sein Gold tatsächlich dann auch voll hat. Das gibt es leider nicht, weil so kann man jetzt nicht sehen, wie viel Gold man heute schon in der Reichtumsrauferei erfarmt hat. Das wäre für mich persönlich nochmal, das kann man ja sogar hier in dem Fenster machen, wenn man es aufklappt oder so, kann man ja hier so einen Balken hinzufügen, was weiß ich, 30 von 50 Millionen haben wir jetzt hier erreicht und das wäre natürlich ganz cool. Wir haben hier Freitag, Samstag, Sonntag, Wochenende Zeit, das heißt 3 mal 50 Millionen können wir farmen, das heißt 150 Millionen können wir jetzt über das Wochenende uns hier zusammen erkämpfen. Und ja, wenn wir uns jetzt hier mal einfach ja, ein paar Mal hier versuchen, den Gegner hier abzufarmen, dann können wir das sehr, sehr gerne machen. Ne, ihr seht, das klappt momentan auch gerade ganz, ganz gut. 2 Millionen verliert man übrigens maximal pro Kampf. Ja, das ist jetzt auch, ne, also ich empfehle euch auch immer hier, wenn ihr einen Skillpunkt voll habt, dann auch gleich den Skillpunkt zu verskillen. Das wäre auf jeden Fall so das Logischste, sag ich mal, weil umso weniger könnt ihr dann halt auch eben verlieren, falls ihr verlieren solltet, ne? Und dann machen wir das mal einmal, versuchen wir es zumindest, so gut wie möglich voll zu machen. Ja, jetzt seht ihr, verliere ich gerade weniger Gold, weil ich natürlich nicht so viel auf dem Konto habe, ne? Das ist natürlich vorteilhaft, sag ich mal. Aber wir wollen natürlich hier versuchen, ja, das Gold hier zu nehmen. So, jetzt verskillen wir wieder diesen einen Skillpunkt. So, haben kein Gold auf dem Konto. Und jetzt können wir wieder reingehen und irgendwann sollten wir dann das Limit erreicht haben und dann merken, okay, jetzt hat der Gegner entweder kein Gold mehr oder wir sind tatsächlich dann für heute am Gold Cap angekommen. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir machen es jetzt einfach mal testweise. Normalerweise würde ich das jetzt nicht so machen, weil mir das dann doch zu viele Pilze wären hier für den Fall. Ich denke mal, dass man auch einfach so normal über den Tag lang ja, das Ganze hinkriegen kann mit den Kämpfen, weil man hat ja seine 10 normalen Arena-Kämpfe, die man bestreiten muss pro Tag. Also das ist erstmal so das, ne, da hat man natürlich schon ein bisschen was zu tun und im Optimalfall hat man dort halt eben 10 mal 2,9 Millionen Gold auch schon zusammengefarmt. Ne, ist natürlich immer Ansichtssache, beziehungsweise muss man gucken, wie viel Geld haben die Leute auf dem Konto und ja, von manchen Gegnern bekommt man vielleicht dann halt auch vielleicht ein bisschen weniger. Ne? So, wieder ein Skillpunkt voll, gehen wir wieder rauf. Und ansonsten, ja, wenn man sich das
Ganze einmal durchrechnen würde, ich glaube, das waren 18 Kämpfe, 18 mal, ja, was sind das so hier, ne? So 2,9 Millionen, ja, ganz knapp, dann sind das circa 18 Kämpfe, die ihr bestreiten müsst für den Tag, wenn ihr halt immer das Limit bekommt an Gold. So, jetzt sehen wir zum Beispiel, jetzt haben wir hier das, jetzt bekommen wir nicht mehr die 2,9 Millionen, das heißt, der Gegner gibt uns in dem Falle jetzt nicht weniger Gold, ne, sondern wir haben halt einfach das Cap von 50 Millionen jetzt erreicht. So, aber es wäre halt sehr, sehr gut zu wissen, dass man das halt auch wirklich erreicht hat, weil es kann ja auch sein, dass der Gegner in dem Fall jetzt all sein Gold auf einmal verskillt hat und wir ihm kein Gold mehr aus den Taschen ziehen können. Ja, das kann ja auch sein, dass er jetzt 0 Gold auf dem Konto hat und deswegen, beziehungsweise halt eben sehr wenig Gold und aufgrund dessen, dass er halt eben kein Gold mehr hat, ja, bekommen wir halt auch eben weniger Gold. So, ne? Das kann ja sein. Ne? Aber in dem Fall gehe ich da eher weniger von aus, weil wir haben es jetzt kurz nach 3 Uhr morgens so, er hatte die ganze Zeit jetzt 2,9 gegeben, deswegen gehe ich einfach von aus, dass wir jetzt das Cap erreicht haben und er uns jetzt nicht mehr gibt. Ja? Deswegen, wie gesagt, das wäre so das größte Wunsch in Bezug, oder der größte Wunsch in Bezug auf die Reichtumsrauferei, dass man da das optisch nochmal sehen kann, wie viel Gold man gerade erreicht hat. Und ja, das wollte ich euch nur ganz kurz mal zeigen, ja, wie das Ganze hier so aussieht. Und genau, also ihr könnt halt eben auch wieder genauso gut Gold verlieren in den Kämpfen, deswegen verskillt immer euer Gold direkt. Und ansonsten, ja, ist das soweit jetzt erstmal das neue Event für das neue Beutegold. Ne? Ich denke mal, es ist okay gelöst auf jeden Fall so. Ich hätte auf jeden Fall jetzt keine bessere Lösung parat, sag ich mal, wie man das Dilemma mit dem Beutegold vorher hätte gut machen können. Also das ist schon eine sehr gute Lösung auf jeden Fall so, denke ich mal, für alle Beteiligten, weil das Beutegold hat halt in der Vergangenheit wirklich viel kaputt gemacht. Leute haben sich halt künstlich droppen lassen in der Ehrenhalle, haben sich komplett ausgezogen, um sich droppen zu lassen, haben dadurch bei Gildenkämpfen auch nackig dran teilgenommen und das ist natürlich auch nicht der Sinn des Spiels irgendwo, nur damit man halt easy das Beutegold halt zusammenfarmen kann. Ne? Deswegen musste da auf jeden Fall eine Lösung her. Das ist jetzt die Lösung und ich denke mal, es ist auf jeden Fall in Ordnung so. Ne? Sehr gerne könnt ihr natürlich eure Meinung dazu wieder in die Kommentare fließen lassen. Und ansonsten, ja, kommt heute dann auf jeden Fall später irgendwann noch das zweite Video mit dem Paladin. Und bis dahin war es erstmal soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.